Hallo Leute, hier spricht Laborator. Ich habe mich entschlossen, die freie Energieszene mit einem weiteren Video zu bereichern. Mit diesem Video, was fast schon einer Bauanleitung gleicht, gebe ich für die wenigen Sucher, die das Netz nach echter freier Energie absuchen, ein wenig Hoffnung und Mut zur Eigeninitiative. Und den übrigen Suchern winke ich mal wieder mit dem Zaunpfahl und weise diese in die richtige Richtung. Okay, heute präsentiere ich euch mein spezielles Gravitationsrad. Das Rad ist kein Perpetuum mobile und auch kein Selbstläufer. Aber das Rad kann mittels geschickter Bauweise die irdische Gravitation ausnutzen und dadurch sogar bei entsprechender Dimensionierung elektrische Energie in Überschuss produzieren. Dieses Video behandelt mein spezielles Gravitationsrad, das auf der Idee eines Kirgisen namens Baturbek Ismailov basiert. Er gab in Bischkek im August 2010 eine Pressekonferenz, wo er sein Modell von einem Gravitationsrad vorstellte, die er auf den Namen der ehrliche saubere Weg taufte. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mich bemüht, Baturbeks Modell deutlich zu verbessern. Sein Modell war sehr roh und grob konstruiert und sollte nur die Idee vermitteln, dass sehr wohl eine Apparatur konstruiert werden kann, die mittels Gravitationskraft der Erde in Bewegung gesetzt werden kann und man dabei durch technische Raffinessen auch noch Energie auskoppeln kann. Die Gestaltung in 3D hat mich sehr viel Zeit gekostet, die ich gerne investierte. Bei der Gestaltung habe ich darauf geachtet, dass alle technischen Anforderungen Genüge getan wird. Dabei sind paar eigene Ideen in das Projekt eingeflossen, die ich der Menschheit als Open Source hiermit frei zur Verfügung stelle. Das Gravitationsrad würde ohne externe Krafteinwirkung, wenn er im Ruhemodus steht, sich nie von selbst in Bewegung setzen. So, nun gehe ich auf die Details ein. Dieses Gravitationsrad hat als Arbeitskörper ein zweiteiliges Faltenbalg, der vollständig mit Wasser gefüllt ist. Die Seitenwände des Faltenbalges bestehen aus zwei stabilen Metallronden, die wiederum im Zentrum jeweils mit einer kleineren, dickeren Metallscheibe verstärkt sind. Diese tragen dann die Welle des Faltenbalges. Die Wellen selbst sind in je zwei Stehlager montiert. Wie schon am Modell von Baturbek zu sehen war, wird so ein mit Wasser gefüllter Faltenbalg immer der Schwerkraft folgen und bei 6 Uhr eine seitliche Ausbuchtung bekommen und unten durchhängen. Um genau das zu verhindern, habe ich die Ränder des zweiteiligen Faltenbalges mit Stahlringen verstärkt. Diese Ringe sind außerdem praktisch, weil man die Gummikreisringe auch noch damit gut wasserdicht verschrauben kann und im Falle einer Reparatur man nur den betreffenden Gummikreisring austauschen müsste. In dieser 3D-Zeichnung bin ich noch davon ausgegangen, dass ich die Innenränder der Gummikreisringe miteinander verklebe. Daher sind hier nur runde Ringe zu sehen, die lediglich von außen den Faltenbalg rund halten. Wie gesagt, das wurde von mir schon geändert. Nun sehen die inneren Kreisringe genauso wie die äußeren Kreisringe aus. Sie haben nun entsprechend wenig Bohrlöcher. Der Abstand zwischen den Bohrlöchern ist aber fast identisch. Eine weitere Verbesserung betrifft die Rollfläche des Faltenbalges. Baturbek hat nur 2 Stützräder genommen, die nur temporär mit dem Faltenbalg in Kontakt kamen. Ich habe das Problem eleganter gelöst. Nun seht euch den Mittelring an, der zwischen den 2 Faltenbälgen eingebaut ist. Der ist rundum mit Verlängerungsmuttern gespickt.
In diese kann man Imbus-Linsenkopfschrauben versenken. Je 2 von ihnen halten dann ein hölzernes Brett, die dann alle zusammen eine stabile zylindrische Rollfläche zu der unteren Walze bilden. Außerdem stellen die Bretter von der Innenseite eine weitere Stütze für den Faltenbalg dar. Somit können die Außenringe des zweiteiligen Faltenbalges praktisch auf den Brettern bei 6 Uhr aufliegen und durch die Rotation auch noch eine radiale Wellenbewegung mitmachen. Wenn man sich die Konstruktion vereinfacht anschaut, dann erkennt man zunächst, dass ein größeres hölzernes Rad auf eine kleinere Walze gestellt ist. Dazu braucht man ein Gerüst, das hier in grün modelliert wurde. Da deren Drehachsen in Stehlager fixiert sind, können sie trotzdem vertikal aufeinander gestellt werden, ohne dass sie in verschiedene Richtungen voneinander wegrollen. Das ist schon mal ein erster unnatürlicher Zwangszustand. Nun kommt die Raffinesse des Gravitationsrades ins Spiel. Betrachtet man das Gravitationsrad von der Seite, dann erkennt man, dass die doppelt gelagerte Welle des zweiteiligen Faltenbalges auf je eine horizontal verstellbare Plattform montiert sind, hier in Gelb gezeichnet. Unter den gelben Plattformen sind je eine vertikale Welle angeschweißt. Diese stecken nur im Rohr des grünen Gerüstes. Hier sieht man, dass unter der gelben Plattform noch paar Zentimeter Spalt zwischen Plattform und Gerüst ist. Somit ist auch klar, dass das obere Rad keineswegs auf dem grünen Gerüst ruht. Denn genau das sollte tunlichst vermieden werden, weil dann die irdische Gravitation nicht mehr voll zur Geltung kommen kann. Das obere Rad muss dabei mit dessen voller Masse auf die untere Walze drücken. Diese Aussage ist ein sehr wichtiger Punkt, das beim Bau des Rades unbedingt eingehalten werden muss. Außerdem kann gewährleistet werden, dass durch seitliche Krafteinwirkung man die runden Seitenwände des Faltenbalges effektiv in jedem Drehwinkel verstellen und halten kann. Die rote Stange ist lediglich dazu da, damit das pink gefärbte Gerüst mit der gelben Gewindestange und Drehrad einen Gegendruck zum grünen Gerüst erfährt. Sonst würde sich das Gerüst bei jeder manuellen Drehung an der gelben Gewindestange immer näher sich zum Rad verbiegen. Die Plattformen können mittels Stange gleichzeitig durch eine einfache Drehung an der dicken Gewindestange verstellt werden. Die eingestellte Position kann an der Gewindestange fixiert werden. Dabei werden gleichzeitig auch die Seitenwände des zweiteiligen Faltenbalges vertikal verstellt. Durch die Schrägstellung der Seitenwände wird das Wasser auf die gegenüberliegende Seite gezwungen. Das Rad wird nun auf der Bauchseite schwerer, weil es mehr Masse hat als die gequetschte Seite, und da alles drehbar gelagert ist, beginnt das große Rad auf der Walze zu rollen. Das Rad versucht dabei stets einen Ausgleich zu finden, aber das gelingt nicht, denn es kommt noch erschwerend hinzu, dass durch die horizontale Bewegung der gelben Plattformen das hölzerne Laufrad schon ein deutliches Gefälle erhalten hat. Eigentlich hat so ein Gravitationsrad durch die pure Masse, die verbaut wurde, bereits ohne Wasser in den Faltenbälgen eine deutliche Drehtendenz. Hier in dieser Darstellung ist das besonders schön zu sehen. Man beachte dabei den Mittelpunkt des senkrechten Rohres vom Gerüst und den Drehpunkt der großen Ronde an der horizontalen Welle. Die letztgenannte ist deutlich aus dem Lot. Was nun folgt, ist relativ einfach gehalten.
Man nutze die Welle der unteren Walze beidseitig aus und montiere darauf Riemenräder. Die Riemen führen zu je einem Generator. Und das war's schon. Die Drehzahl wird dadurch geregelt, dass man am Rad die Seitenwände des Faltenbalges steiler oder flacher zur Drehrichtung stellt. Hier habt ihr die ganze Zeit das Gravitationsrad im Arbeitsmodus gesehen. Im Ruhemodus sind die Seitenwände des Faltenbalges genau 90 Grad zur Rollfläche eingestellt. Dadurch wird auch kein Wasser mehr im Faltenbalg auf eine Seite gedrückt und das Rad hat auch keinen Grund zu rollen. Sie balanciert nur dank grünem Gerüst ewig auf der Walze. Versteht ihr nun, warum das Gravitationsrad kein Perpetuum mobile ist? Ich bin von der Funktion dieses Gravitationsrads dermaßen überzeugt, dass ich auf den Bau eines Miniaturmodells bewusst darauf verzichtet habe. Ich habe begonnen, das Projekt also gleich 1:1 umzusetzen. Hierzu blende ich noch ein paar Bilder ein. Mit dem Bau habe ich schon letztes Jahr begonnen, doch aus Zeitmangel bin ich nicht sehr weit gekommen. Dazu habe ich Stahl aus einem ausgedienten rostigen Öltank verwendet, den ich im Keller hatte und nur im Weg stand. Klar, dass man die nötigen Teile auch schneller durch spezielle Firmen mit entsprechender Ausrüstung wie Wasserschneider und Biegemaschinen machen lassen kann. Nun, wie ihr seht, es sind ein paar spezielle Teile nötig, die nicht von jedem Bastler gemacht werden können. Aber ich bin überzeugt, dass wo ein Wille vorhanden, da auch ein Weg gefunden wird. Mein Tipp: Schrottplätze abklappern. Paar technische Tipps noch. Die Walze kann einen kleineren Durchmesser haben. Dadurch erhöht man die Drehzahl am Generator. Um Rollgeräusche zu mindern, kann man gummierte Walzen verwenden. Die Innenfläche des hölzernen Zylinders mit Talkum oder geeignetem Schmiermittel gut schmieren. Außerdem die Kanten der äußeren Kreisringe und Seitenwände brechen, abrunden und am besten gut polieren. Sonst habt ihr eine Reibe, die stetig die hölzerne Auflage innen abreibt. Ich hoffe, dass durch diese Art der Präsentation euch überzeugt hat. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da draußen weiterhin viele Skeptiker geben wird und diese ihre Finger nicht von der Tastatur lassen können. Nun, an diejenigen sei gesagt, dass mich das herzlich wenig juckt. Bei mir wird radikal zensiert. Hier ist die Perle, entweder erkennt ihr dessen Schönheit und damit dessen Funktion, oder ihr frisst die Perle, wie schon unzählige Male bereits mit anderen guten Ideen schon geschehen ist, und wartet auf die nächste Perle im Netz, weil ihr nicht selbstständig zu denken gelernt habt. Autsch, das hat gesessen. Mir nur recht. So, bin nun wieder am Ende der Präsentation. Wie üblich würde mich über eine positive Rückmeldung freuen. Am meisten würde ich mich freuen, wenn ein paar mutige Bastler schneller sind als ich. Auch wenn sie dabei nur ein funktionierendes Modell bauen und dieses in einem kurzen Video hier auf YouTube zeigen. So Leute, das war's.